Ich könnte Bäume ausreißen. Ich weiß, das ist anstrengend, aber ich glaube, ich würde es schaffen, weil ich habe richtig gut geschlafen. Ich habe so eine gute Routine für mich entwickelt mit gutem Schlaf. Und damit ihr das auch schafft, müsst ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Ich freue mich gerade so sehr, weil wir uns endlich kennenlernen. Und falls irgendjemand dich noch nicht kennt, Aljoscha, du bist ein so erfolgreicher Creator. Ich liebe deine Inhalte, weil sie so viel mehr Sinn ergeben als meine. Und du warst nicht nur einer der Fab Five bei Queer Eye Germany, sondern du bist ja auch einfach mal Arzt. Ja. Und du kennst dich vor allem auch mit Schlaf aus. Ich beschäftige mich vor allem viel mit Schlaf. Was würdest du sagen, sind die abgefahrensten, wichtigsten Dinge, wenn es um Schlaf geht, die wir alle wissen sollten? Naja, also Schlaf ist halt von Natur aus einfach super wichtig, weil unser Körper sich erholt über Nacht. Und ich finde, so Social Media ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schnelllebig diese Welt geworden ist und wie anstrengend, wie viele Reize. Und es ist einfach so, Gehirn ist reizüberflutet und abends ist so die Zeit für das Gehirn mal runterzufahren. Und deswegen ist Schlaf einfach unfassbar wichtig. Wie bekomme ich guten Schlaf? Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist erstmal geduldig mit sich zu sein, was das Thema angeht. Ich wünsche mir immer, dass alles sofort klappt. Und wenn das nicht sofort klappt, dann bin ich total frustriert und dann höre ich auf damit. Es ist nicht einfach, den Kopf abzuschalten, achtsamer zu sein, Routinen einzuführen, aus Gewohnheiten rauszutreten. Welche Tipps kannst du mir direkt an die Hand geben, damit sich hoffentlich mein Schlaf verbessert? Tipps, an die ich mich selber nicht halte, mit Aljoscha. Part 483. Also eine Sache ist natürlich, nach 18 Uhr sollte man nicht essen, weil der Insulinpegel hochgeht, man schlechter schläft. Eine andere Sache ist, nicht zu spät abends noch am Bildschirm. Das sind so die Standardsachen, würde ich jetzt erstmal sagen. Gibt es dann auch so Routinen zum Beispiel, die man abends machen kann, die ideal dafür sind, dass man runterfährt? Also ich glaube, wie die Routine am Ende aussieht, würde ich jetzt niemandem vorgeben. Ich glaube, die Tatsache erstmal, dass man eine hat, ist wichtig, weil sie einfach den Abend ein bisschen strukturierter machen. Und ich verbinde dann entsprechend auch mit, also wie wir, wenn wir Kaffee trinken gehen, verbinden wir mit Menschen ja oft irgendwie so gute Zeit haben, quatschen. Und abends mache ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne Poker Nighttime Tee. Inzwischen für mich ist es so eine Abendroutine geworden. Und ich verbinde damit, gleich geht's ins Bett, gleich gehe ich schlafen. Mein Körper hoffentlich reagiert dann so ein bisschen darauf und sagt, sehr gut, Aljoscha, kannst schon mal ein bisschen runterfahren. Skizzier mir doch mal deine Routine, die du abends hast. Bei mir würde ich jetzt sagen, fängt es mit dem Abendessen an. Und ich mache mir vor dem Kochen immer so entspannte Jazzmusik an. Aber meist also richtig so Chill-Jazz im Hintergrund. Und wenn ich die Musik anmache, ist für mich schon so, ich entspanne jetzt, der Abend ist jetzt eingeleitet, ich muss nicht mehr arbeiten. Ne? Also so ein bisschen dieses in den Modus reinzugehen, Dinge fallen zu lassen. Und ich versuche auch mein Essen wirklich zu genießen und so ein bisschen dieses Achtsamkeitsding, was immer so dahergeredet wird, auch nicht am Handy zu sein, das Handy zum Beispiel nicht am Esstisch zu haben, das sind auch so Sachen, die ich früher immer gemacht habe. Handy weglegen, Musik anmachen und sich unterhalten oder einfach Stille. Und dann, das habe ich jetzt etabliert, so ein bisschen zu meditieren, so eine Art Achtsamkeitsübung zu machen und einfach nur in sich zu horchen. Und dann mache ich mir tatsächlich eine Tasse Poker Nighttime Tee. Das ist das Letzte, was ich vorm ins Bett oder ins Schlafzimmer gehen mache. Richtig süß. Ich mag den Prozess, weil ich das Gefühl habe, ich tue mir gerade was Gutes. Ja. Genau, deswegen, ich liebe den, ich finde den aber tatsächlich auch geschmacklich gut. Das ist ja auch nicht immer so. Der ist, ich finde, der hat so eine schöne Süße. Genau. Es ist super angenehm. Und was Neues, früher hatte ich mein Handy immer neben mir. Das liegt jetzt im Wohnzimmer. Nein. Ja. Und hast du gesehen, dass sich der Schlaf und die Qualität sehr gut verbessert hat? Also ich würde nicht ganz so weit gehen, dass ich sage, es hat mein Leben verändert, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn ich morgens aufwache, dass ich nicht sofort aufs Handy gucke. Und ich finde, das ist tatsächlich auch was, man startet anders in den Tag. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Okay. Wir machen jetzt ein Ranking, was entspannt dich am meisten. Also, ich sag dir 10 Dinge und du gibst mir jeweils eine Zahl von 1 bis 10, wie entspannt du das findest. Okay. Powernap am Nachmittag. Oh Gott, was ist was? 10 ist entspannt mich ganz doll und 1 ist so gar nicht entspannt und 10 ist richtig entspannt. Okay, pass auf. Ich finde es immer schwierig. Ich würde jetzt 1 sagen bei mir, weil ein Powernap nie funktioniert, weil ich immer in so einen kompletten Todesschlaf rutsche und dann bin ich für 4 Stunden weg und dann wache ich auf und ich fühle mich wie überrollt. Meditation. Ich sag mal, bei mir 6, weil ich bin noch am Üben, dass mich das entspannt. Bin aber noch nicht da, wo ich gerne wäre. Spaziergänge. Spaziergänge? Wenn ich Spaziergänge mit meinem Hund Henry, dann 9. Ein gutes Buch vor dem Einschlafen. 4 von 10. 1 Stunde Yoga. Oh Gott, 3 von 10. Wirklich? Kriege ich nicht hin. 1 Stunde ist viel zu lang. Ein warmes Bad mit Kerzen und leiser Musik. 8 von 10. Oh, okay. Einfach mal gar nichts tun und auf der Couch liegen. Oh, fällt mir sehr schwer. 2 von 10. Eine entspannte Tasse Tee vor dem Schlafengehen.
10 von 10. Sehr Ich liebe gut. das aber, weil das wirklich für mich ein Signal ist, dass es jetzt gleich, Ja. dass ich jetzt abschalten darf. Und dass der ganze Mist, der am Tag war, Vergangenheit. Wie so ein Reset-Knopf, ne? Ja. Sehr schön. Eine Massage oder ein Wellness-Day? 9 von 10. Und einfach Zeit mit Freunden verbringen oder Freundinnen, Oh. quatschen und lachen. 9 von 10, auch 10 von 10. Eigentlich schon 10 Ja, von 10 von 10. Fantastisch! Das war's gewesen. Das Blatt fällt zu Boden. Wir haben unseren Tee leer getrunken. Das war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Das war mir ein inneres Tee trinken. Vor allem, weil ich so viel über Schlaf lernen durfte. Ich glaube, ich werde jetzt auch eine neue Abendroutine etablieren. Ja, ich wollte dich gerade fragen, was du jetzt am meisten mitgenommen hast. Also, ob du jetzt irgendwelche Sachen. Weißt du, was ich am meisten mitgenommen habe? Eine neue Packung Tee. Ja. Ja, die wird jetzt mit nach Hause genommen. Ich habe jetzt wirklich meine neue Abendroutine. Nighttime Pucker. Ich bin gespannt. Ich werde Feedback geben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Es war mir eine große Freude. Gleichfalls. Vielen Dank, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Gute Nacht. Danke, es war Gute Nacht. ganz toll. Schlaft entspannt und gut.